Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind heute live im Stream und wollen den Sandsturm klatschen. Ja, wir befinden uns gerade auf Stufe 73 und ich hatte ja versprochen gehabt, dass wir auf jeden Fall hier reingehen werden, wenn wir Hexen-Event haben. Es ist Hexen-Event, das heißt, wir werden jetzt auch schön unsere Items sofort in den Kessel schmeißen können, und das hat uns ja letztes Mal daran gehindert, den Sandsturm zu besiegen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie weit wir kommen werden. Der Twitch-Chat ist auch am Start. Schöne Grüße an alle Leute, die hier auch live auf Twitch mit dabei sind. Und ja, moin moin moin, grüßt euch, ich freue mich. Ja, Plauzaut crasht hier direkt wieder die Aufnahme hier, ja, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ja, Grüße. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Mein Tipp ist 550. Schreibt sehr gerne mal in den Chat, was ihr so schätzt. Vielleicht hat einer von euch ja recht, wie weit wir kommen werden. Ich habe auch schon SF-Tools offen, habe aber noch nicht nachgeschaut, wie weit wir insgesamt kommen werden. So, wir werden ein paar Pilze in die Hand nehmen und ein bisschen auch im Worst Case Runen tauschen. Ja, mit Begleitern irgendwie, falls jetzt ja Eisschaden nicht funktionieren sollte, dann haben wir immer noch unsere Begleiter mit Blitzschaden oder Feuer oder so, ne? Und deswegen, aber wollen wir mal hoffen, ja, es wird eines Tages soweit kommen, ne? Wir werden nicht unendlich hier, wir werden ihn heute nicht besiegen, ja, so viel steht schon mal fest, Spoiler an der Stelle, ja. Und deswegen würde ich mal sagen, starten wir direkt rein. Wir entern uns auch schön durch jetzt hier, ja, wir wollen hier nicht so lange rumfackeln, denn im Prinzip gibt es hier nicht allzu viel zu sehen, so, ne? Die Gegner sind jetzt keine neuen. Da haben die sich jetzt nichts Neues irgendwie einfallen lassen. Und wir haben ja auch einiges an Etagen, die wir besiegen müssen hier. Wir starten mit Stufe 707. Das ist unser Ausgangslevel. Mein Tipp war gewesen zwischen 717 und 720, dass wir irgendwo so in dem Bereich landen werden, was das Level angeht. Mal gucken, ob wir mit unseren Tipps so recht haben werden, ja. Und ob wir damit richtig liegen, ne? Das werden wir auf jeden Fall sehen. Vielleicht liegt ja auch jemand von euch hier aus dem Chat richtig. Ja, das wäre natürlich, hat man jetzt auf jeden Fall den Beweis dann in der Aufnahme jetzt hier, ne? Und deswegen schauen wir mal. Da haben wir schon mal 708 erreicht. Ja, schon mal das erste Level up. Das ist schon mal sehr schön. Vom Balancing her sind die Gegner jetzt ein bisschen angenehmer gestaltet worden, sag ich mal so, als im Vorhinein. Jetzt wären wir schon, längst durch. Im alten Sandsturm gab es ja nur die 100 Etagen, wären wir jetzt schon durch. Ja? Jetzt sind die so aufgeteilt, wenn ihr mal so ein bisschen auf die Gegnertypen achtet, kommen die in einem bestimmten Algorithmus, sag ich mal. So, ne? Also wir haben hier die 3 Standardklassen, die sich immer wieder abwechseln. Und wenn die einmal durchrotiert sind, dann steigen, du bist zu schnell, findest du, ja, wir haben hier einiges vor uns, ja, dann steigen tatsächlich die Stat-Punkte der Gegner. Da müsst ihr mal drauf achten. Ey, vielen lieben Dank. Hier abgebrochen, hier für den Pilzcode, zwinkerndes Gesicht, Kappa, lächelndes Gesicht. Dankeschön, Zero Hero, auf jeden Fall für die 9 Monate am Start hier schon, ja. Grüße gehen raus, vielen herzlichen Dank für den Support. Ja, wenn ihr mal drauf achtet, auf die Stat-Punkte, ja, wir entern mal jetzt nicht ganz so schnell durch, dann seht ihr anhand der Gegnertypen hier, können wir uns ja kurz mal anschauen hier, wie es hier mittlerweile aussieht, ob die Gegner schon eine Gefahr für uns darstellen oder nicht. Ja, bisher sieht es noch nicht so aus. Dann sieht man, dass die halt eben sich immer wieder wiederholen und dann halt eben, wenn diese Rotation einmal durch ist, dann die Stat-Punkte dann steigen so, ne? Und ich muss sagen, Balancing-technisch war ja in der Vergangenheit nicht immer alles so ideal gewesen, sei es beim Sandsturm oder jetzt auch, keine Ahnung, wenn man andere Dungeons so anschaut, zum Beispiel die Dauerschleife der Idole finde ich auch fragwürdig, so was das Balancing angeht, muss ich ehrlicherweise gestehen. Muss ich jetzt aber allerdings sagen, dass halt eben hier das Balancing gut gelungen ist auf jeden Fall in dem neuen Sandsturm.
Alter, jetzt kommt hier noch der Raid rein. Alter, von SF Game Official. Alter, vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Das ist ja krass. Ey, Grüße, Grüße. Ihr seid gerade in der YouTube-Aufnahme, ja? Wir sind momentan gerade im Sandsturm und wir machen jetzt in dem Moment gerade eine Aufnahme für YouTube, ja? Das heißt, ihr kommt morgen auf YouTube. Hallöchen, schönen guten Abend. Ey, freut mich sehr, dass ihr hier am Start seid, ja? Ihr habt jetzt die Aufnahme gecrashed jetzt hier. Ey, danke auf jeden Fall für den Raid. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, könnt ihr alle schön YouTube grüßen. Moin, moin, moin. Ey, Dankeschön an alle Raider und Mo, Grüße an dich auch. Dankeschön für den Raid auf jeden Fall. Jetzt live in der Aufnahme, das ist ja krass. Was ein Zufall, ja? Was ein Zufall, Alter. Wir sind gerade dabei, auf jeden Fall den Sandsturm zu besiegen hier, beziehungsweise uns da durchzukämpfen. Wir haben mit 707 angefangen, Ausgangsstufe, und mit Etage 73 oder so waren wir. Jetzt sind wir schon auf 138, das heißt, wir haben eben gerade erst angefangen und deswegen gehen wir da jetzt auch direkt weiter rein, ja? Und haben jetzt gerade so ein bisschen über das Balancing von dem aktuellen Sandsturm gesprochen. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank für den Raid. Mitten in der YouTube-Aufnahme, das ist krass. Ja, Dankeschön. Herzlich willkommen an alle Leute im Chat auf jeden Fall. Freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Ja. Schönen guten Abend. Danke. Und Sven K., Dankeschön auch für die 2 Monate auf jeden Fall. Ne? Recht herzlichen Dank. Ja, jetzt gehen wir aber weiter rein ins Thema hier. Ja, wir schauen, wie weit wir kommen. Wir haben natürlich hier schon ein paar Items auch wieder am Start. Statpunkt-technisch wird uns der natürlich auch komplett entlohnen. Ich wollte den halt wirklich ich wollte ihn sofort angreifen, als ich aus dem Urlaub wieder zurückgekommen bin. Ne? Da wollte ich schon direkt reingehen, weil ich so übermotiviert war. Aber jetzt mussten wir uns halt eben gedulden auf Hexen-Event, dass wir hier auch schön die ganzen Profite mitnehmen von den ganzen Items. Das wäre natürlich schade gewesen, wenn wir jetzt das nicht geschafft hätten und beziehungsweise wenn wir die jetzt auf der Strecke liegen lassen haben. Ja, ey, Staatsoberhaupt, vielen, vielen lieben Dank auch an dich für den Sub, mein Bester. Ja, danke. Freut mich sehr. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank für den Support. Stufe 709. Ja, da haben wir schon mal 2 Level gemacht in der heutigen Folge. Das sieht doch schon mal sehr, 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 sehr gut aus. Mal gucken, an alle neuen Leute, die jetzt auch gerade dazugekommen sind, schreibt sehr gerne mal in den Chat, was ihr glaubt, wie weit wir kommen werden. Ja, wir sind hier Stufe 709 mit den Stat-Punkten. Mal schauen, welche Etage schaffen wir. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich hatte gesagt 550, viele im Chat haben auch gesagt teilweise 600 oder so. Ja, und für mich aber sehr viel interessanter, in welchen Levelbereich wir kommen. Ne, 720 wäre ein Träumchen. Zwischen 717 und 720 ist auf jeden Fall so das Ziel. Ja, und dann mal schauen, wie weit es dann nachher wirklich geht. Ne? SF-Tools ist im Hintergrund schon geöffnet. Ja, wir haben uns noch nicht spoilern lassen, wann die Gegner hier unmöglich werden. Aber wir wollen auf jeden Fall, wenn es hart auf hart kommt, Runen wechseln. Ja? Also wenn nachher ein Blockgegner kommt mit Eisschaden, dann wechseln wir halt die Runen, dann nehmen wir die 20 Pilze in die Hand. Und wir wollen heute ein bisschen eskalieren. Deswegen, ja, ist die Party voll im vollen Gange hier, würde ich sagen. Ja, let's go. Das wird auf jeden Fall ein Träumchen hier. Ich habe mich schon die ganze Zeit so extrem drauf gefreut, den Sandsturm zu klatschen. Jetzt ist es soweit. Und ich musste mich so gedulden, wirklich. Das war die Hölle gewesen, nochmal so lange abzuwarten, bis jetzt nochmal Hexen-Event ist. Mach jetzt doch nicht so schnell. Okay, sorry. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Aber so, ja, die Gegner sind noch alle relativ gleichwertig so, ne? Wie gesagt, vom Balancing her tatsächlich echt gut gelungen, muss ich sagen. Der Sandsturm ist wirklich vergleichbar so ein bisschen mit dem Wirbelwind, da die Gegner auch stetig immer besser werden. Klar gibt es ab einer bestimmten Ebene dann halt eben auch ein paar Blockgegner, das ist natürlich klar. Wie gesagt, schwerer werden müssen die ja nun mal, das ist natürlich klar. Wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen genießen hier, ne? Aber ich habe echt keinen Plan, ja, wie weit wir kommen werden. Ich habe mich halt noch nicht so krass spoilern lassen, so. Aber ich denke mal, wie gesagt, so 550 ist vielleicht so realistisch. Killerplauze auch, Dankeschön auch nochmal für die 200 Bits hier an der Stelle, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Warum keine DP Sandsturm? Ja, für DP ist jetzt schon ein bisschen zu spät auf meinem Account hier. Ich hab leider keine DP gespielt. Da gab es sowas wie DP noch nicht. Das ist
DP ist sowas Neumodernes, ja, sowas Neumodisches. So ein Trend, der jetzt die letzten Jahre raufgekommen ist. Ein sehr effektiver Trend, muss man dazu sagen. Ja. Ohne Dungeon-Pause geht heutzutage nichts mehr. Also wer einen top gespielten Account heutzutage spielen möchte, der kommt um die Dungeon-Pause nicht mehr wirklich rum, ne? Und Ulf, der Heinz, auch vielen herzlichen Dank für deinen Prime-Sub an der Stelle, ja. Dankeschön für den Support, weiß ich sehr zu schätzen. Kuss und Gruß geht raus, ja. Danke, 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 danke. Das Video wird zu kurz. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn wir wirklich auf 550 kommen sollten. Das Ding ist ja, ich lege jetzt wieder mal einen Zahn zu. Das Ding ist ja, wenn wir nachher an Gegner kommen, die hier wirklich uns den letzten Nerv rauben wollen, dann hängen wir ja an denen ja schon eine Zeit lang fest. Deswegen müssen wir erstmal auf unsere Stufe kommen überhaupt, auf unser Niveau. Wir sind ja noch gar nicht auf unserem Niveau angekommen hier. Und da erstmal hinzukommen, verbrauchen wir schon einiges an Zeit. Und wenn wir erstmal da sind, dann wollen wir ja auch ein bisschen reinpilzen, so, ne? Wollen wir ja auch ein paar Tries machen. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, schon ein paar Minütchen hier. Stufe 710. Das müssen wir dann jetzt aber doch mal ganz kurz genießen hier. Ja. 710 ist natürlich, ja, sind es nur noch 90 Level, ne? Ja, zwischendurch skillen. Verkaufen und skillen ist auch eine gute Idee. Wir schauen mal erstmal, wie weit wir hier kommen. Bisher hat uns hier auch noch kein Gegner, glaube ich, gekillt. Da sind die einfach noch zu schwach bisher. Chat, schreibt mir mal gerne rein, wie weit ihr gekommen seid bisher so im Sandsturm. Habt ihr den schon gespielt? Und wenn ja, wie weit seid ihr bisher gekommen? Wir haben jetzt die Etage 200 jetzt schon geknackt. Ja, der nächste Meilenstein. Das war aber auch bisher noch nicht wirklich problematisch. Ja, das hätte ich mich jetzt auch sehr gewundert, wenn wir bis jetzt Probleme gehabt hätten hier. Tatsächlich. Ist es eigentlich so, dass wenn wir hier im Sandsturm einen Gegner legen, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, und wir unter 10% Schaden genommen haben, dass der als Free Try gilt? Ist das genauso wie im Wirbelwind oder ist das hier anders? Da müssen wir jetzt mal drauf achten gleich mal, ob da ein Pilz abgezogen wird oder nicht. Ja, wird trotzdem abgezogen. Ne? Also der war ja jetzt One-Hit. Der war ja jetzt One-Hit, der Gegner, und wir haben, glaube ich, einen Pilz verloren. Oder? Oder ist es genauso? Da haben wir jetzt mehr verloren. 94. Das ist wieder mehr als 10%. Ist genauso, ja? Ist genauso? Okay, das ist nice. Dann haben wir uns ja jetzt schon ein paar Pilze gespart, ne? Ich habe mich nämlich gewundert, stimmt, dass wir bisher so wenig Pilze verbraucht haben hier. Ah, ja, jetzt hat man es gesehen hier. Also auch genauso wie im Wirbelwind auch. Unter 10% Schaden genommen. Zählt das quasi als Free Try. Das ist natürlich cool. Da sparen wir uns jetzt noch effektiv ein paar Pilze. Das sollte nicht so sein. Warum sollte das nicht so sein? Ich finde das eigentlich sehr cool, muss ich sagen. Also das fand ich auch schon beim Wirbelwind sehr angenehm, dass man gerade, wenn man den Wirbelwind freigeschaltet hat, auf etwas niedrigerem Level, da die ersten paar Etagen quasi für umsonst dann pushen kann und sich so schon mal einen kleinen XP-Boost holen kann und ein paar Items, die man verkaufen kann, ohne dass man dafür überhaupt Pilze bezahlen muss. Also das ist eigentlich ganz geil. Ja, so, wir machen mal jetzt wieder ein bisschen mehr Gas. Ach stimmt, ach guck mal, ja das stimmt, das steht ja sogar hier unten. Besiege ein Monster im Sandsturm mit mindestens 90% deiner Lebensenergie. Na gut, klar. Also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? So viel dazu. Ja, hätte man einfach mal die Äuglein aufmachen sollen. Lol. Ja. Ja, bis 350 können wir locker durchballern. Ich fühle mich hier fast schon wie im Elevator, muss ich ehrlicherweise gestehen. Da kommt man ja auch so easy durch. Oh, Rucksack voll. Ja, moin. Boah. Was uns hier durch die
durch die Lappen gegangen wäre. Ey, würdet ihr das unterschreiben? Schreibt mal eine Eins in den Chat, wenn ihr das genauso seht. Wenn man einfach mal so einen Button hätte, wo man das komplette Inventar einfach verkaufen kann. Also das wäre doch cool irgendwie, ne? Musste hier nicht alles immer automatisch reinknallen hier. Ja, einfach so ein wie bei der Toilette. Einfach so eine Spülung, zack. Und dann wird hier alles weggespült hier, ja. Das wäre doch geil. Also ich kann das verstehen, dass das vielleicht in der Theorie nicht ganz so einfach umzusetzen ist, weil manche haben natürlich auch was im Inventar, wo die sagen, okay, nee, das möchte ich jetzt nicht loswerden. Das kann ich auch verstehen. Dann macht es natürlich keinen Sinn, das komplette Inventar zu flaschen so. Ne? Aber angenehm wäre es auf jeden Fall. Man kann sich da ja auch so eine kleine Favoritenfunktion auf die Items machen, wo man so sagt, ey, das sind meine Favorites, die würde ich jetzt gerne behalten wollen und der Rest kann weg. Ja, genau, so Items locken, ne? Und den Rest kann man dann durchspielen oder so. Ja, das wäre auf jeden Fall so eine Lösung. Aber ich denke mal, dass der Fokus momentan dort bei Playa erstmal bei anderen Sachen steht, als bei solchen. Aber so eine Quality of Life Updates sind generell immer schon sehr gut angekommen in der Vergangenheit. Ja, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir sehen ja hier, so viel entgegenzurichten haben die Gegner hier noch nicht. Bis 350 sollten wir jetzt erstmal easy kommen. Und dann schauen wir erstmal, was wir auch an Gold dazu bekommen haben hier, ne? Guck mal, die Gegner geben ja mitunter teilweise auch 14 Millionen Gold. Das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, ne? Also wenn die jetzt nicht unbedingt... Oh, lol. Da haben wir das erste Mal verloren. Da wurden wir weggekrittet, glaube ich, hier, ne? Also wenn die Gegner nicht unbedingt ein Item geben, dann geben die auch Gold. 14 Mille. Stufe 712. Sehr schön. Aber ich glaube, ich möchte tatsächlich lieber ein Item haben als das Beutegold hier. Weil das Gold bringt uns nicht so viel wie die Items. Die Items bringen uns 20 Mille. Und das Gold nur 14. Später geben die maximal 20 Millionen Gold. Ah, okay. Also steigert sich das auch ein bisschen hier, ne? Ja, 14,8 war es eben gerade, jetzt ist es 14,9. Das heißt also, wir müssten gleich wieder verloren. Etage 300 sind wir jetzt, by the way. Lol, was ist das denn? Jetzt müssten wir 15 Mille so bekommen, ne? Ne, noch nicht ganz. Jetzt gucken wir gleich nochmal. Ja, jetzt bekommen wir 15 Mille. Okay, ja, interessant. Aber wir kriegen hier schon ein bisschen auf den Sack tatsächlich, ne? Hätte ich nicht gedacht. Also ab Etage 300 die ersten Gegner dabei, wo wir jetzt hier schon ein, zwei Mal gegen verlieren tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so früh passiert. Ich dachte, das passiert eher so bei roundabout 400. Irgendwie so rum, dass wir da so auf die ersten Gegner kommen, die uns langsam ins Zweifeln bringen. Ich meine, ist jetzt noch keine großartige Herausforderung hier, ne? Und wenn man jetzt das so betrachtet, wir haben jetzt für, ja, ein bisschen weniger als 300 Etagen, haben wir jetzt 100 Pilze oder so verbraten. Wir haben mit knappen 3000 gestartet. Ich glaube, fast genau 3000 Pilze haben wir gestartet. Wie hoch ist seine Waffenspanne? Wir haben hier eine 6000er Spanne drauf. Ist nicht das Maximale, aber ist auch ganz okay. Ich glaube, maximal war so 6200, 6300, glaube ich. Also mittlerweile jetzt vielleicht mehr, weil wir jetzt vom Level her höher sind. Ist auch krass, ne? Wir wollten uns ja auf Stufe 700 neu equippen im Legendary Dungeon. Jetzt sind wir schon wieder 712. Alter, wie schnell, ne? Das ist schon heftig. So, komplettes Inventar wieder voll. Heißt, wir können hier wieder schön Stat-Punkte farmen. Das macht richtig Spaß. Das macht richtig Laune hier. Jetzt schön zum Hexen-Event in den Sandsturm rein. Nochmal so ein Wirbelwind 2.0 Event. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal die Ehre haben, hier sowas Cooles machen zu können. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr geil. Das ist quasi so, als ob man sich das so lange Zeit aufgespart hätte. Wie so eine Mini-Dungeon-Pause, die man jetzt gemacht hat. Ne? Bei der normalen DP hast du ja auch den Sandsturm, den du dir dann aufsparst. Jetzt ist es auch so, bloß halt eben in einem
höheren Ausmaß, sag ich mal. Wir sind jetzt schon bei 17 Millionen Beute Gold. 713. Sehr schön, es geht voran. Wir sind gleich auf Etage 350. Ja. Die ersten Gegner haben uns schon ein bisschen in Verzweiflung gebracht hier. Und wir haben jetzt auch gleich die 4 Milliarden Gold zusammen. Sehr schön. Also es kommt gut was zusammen. Also ich hätte mich, glaube ich, grün und blau geärgert, wenn ich das jetzt vorher gemacht hätte, ohne Hexen-Event. Das macht schon einen ganz schönen Unterschied auf jeden Fall. Die Hexe freut sich auch auf jeden Fall. schon sehr, sehr gut. Ja, so. Okay, der hat uns eben auch noch einmal besiegt gehabt. Bisher brauchen wir noch keine Runen wechseln. Wir nähern uns langsam Etage 400. Und ich glaube, ab da wird es nachher dann schon ein bisschen spannender werden. Wird schon spannender werden. Und wenn wir nachher nicht mehr weiterkommen, dann schauen wir mal in SF-Tools rein. Aber das machen wir erst. Ich habe die Seite schon geladen. Das machen wir erst, wenn wir wirklich nicht mehr weiterkommen. Und ja, wir an den Gegnern hier schon so hart verzweifeln. Und dann müssen wir mal nachschauen, ob sich das überhaupt noch lohnt, wenn die Gegner so 0, was weiß ich, so 10% haben oder so. Dann lohnt sich das für mich jetzt nicht großartig, dann noch weiter reinzupilzen. Aber wenn die noch eine einigermaßen realistische Chance haben, wo man sagt, dass man da jetzt nicht hunderte von Pilze irgendwie in einen Gegner reinstecken muss, dann pilzen wir da auch noch ein bisschen weiter rein und dann wechseln wir da auch noch die Runen und so. Das machen wir dann mal ausnahmsweise für das Event heute hier. Das haben wir ja auch nicht alle Tage, ne? Dass wir hier so viel Progress in so kurzer Zeit schaffen auf dem Levelbereich oder in dem Levelbereich. Stufe 714. Wir haben mit 707 angefangen. Wir haben jetzt schon 7 Level gemacht hier in der kurzen Zeit, ne? Sehr, sehr cool. Und das Gold steigert sich auch. Bei 395 holst du meinen Mage ein. Ja, den haben wir jetzt schon überholt auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, wir ziehen hier bestimmt an dem einen oder anderen vorbei, denke ich mal gerade. Aber wir haben uns ja jetzt auch schon ein bisschen hier das Ganze aufbewahrt. Der ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang draußen, der Sandsturm. Ja, aber der kam halt, wie gesagt, leider genau dann im Januar raus, als ich im Urlaub war. Und im Nachhinein hatte ich gehört gehabt, dass extra für den Sandsturm, also die Erweiterung auf die 1000 Etagen, extra ein Hexen-Event stattgefunden hatte, um halt eben ja, den Items gleich Abhilfe zu verschaffen. Aber ja, wie gesagt, ich war halt leider nicht da gewesen. Und deswegen müssen wir das jetzt halt eben nachholen. Aber das ist ja jetzt auch nicht weiter wild, ne? Ja, und während wir hier erzählen, ja, ganz entspannt, nonchalant, sind wir jetzt hier schon auf der Ebene 420. Ja, so schnell geht's. Wir kommen unseren Tipp langsam näher. Die Gegner mitunter, ja, bereiten uns hier schon manchmal Kopfschmerzen, aber teilweise haben wir auch Gegner, das sind glaube ich so hauptsächlich die Kundschafter und Magier, ne, die wir hier noch einigermaßen gut one-shotten. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, welche Klasse nachher für Probleme sorgen wird. Ich glaube, dass nachher die Kundis oder so, oder die Krieger vielleicht hier ein bisschen schwieriger werden. Werden wir nachher sehen. Ich bin gespannt, wo nachher mein Aus ist, wo wir nachher, wo hier nachher Schicht im Schacht ist. Wir gucken mal ganz kurz, was die Statpunkte sagen hier von den Gegnern. Gucken wir uns mal ganz kurz den Fight an. Ja, siehst du, da wird es nämlich schon hier brenzlig auf jeden Fall. Da müssen wir hier, oh mein Gott. Ist das der erste Blockgegner hier? Der erste etwas stärkere Blocker? Boah. Gut, wir haben natürlich hier auch eine gute Spanne auf der Waffe. Wir hauen natürlich auch gut Crits raus hier auf jeden Fall, ne? Krieger geben Probleme. Die Krieger sorgen immer für Probleme, es sind immer die Krieger. Ja, Killer Plauze, danke dir auch nochmal für die 100 Bits. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich tippe 668. Boah, ich weiß nicht, ob ich so weit kommen werde. Müssen wir mal schauen. Battletower, grüß dich. Moin, moin, Hallöchen. Moin, moin, moin. Wir sind gerade in der YouTube-Aufnahme für den Sandsturm hier. Wir pilzen uns da jetzt gerade durch.
Angefangen auf Etage 73 mit Level 707 sind wir jetzt auf 439 und jetzt schon Stufe 714. Und wir gucken mal, wie weit wir heute kommen werden. Krieger ist auch die beste Klasse. Ja, das ist natürlich mal Geschmackssache. So, Rucksack wieder voll. Ja, machen wir gleich wieder schön leer. Wir gucken erstmal, wie viel Gold wir durch den Sandsturm hier bekommen. Wir hatten ja jetzt alles verskillt gehabt. Also das, was ihr jetzt links oben in der Ecke seht, was ich hier an Gold gemacht habe, das ist jetzt einzig und alleine durch den Sandsturm tatsächlich gekommen. Ne? Also da ist jetzt kein anderes Gold mit inbegriffen. Und das ist schon eine harte Einkommensquelle, muss man mal sagen. 35 Kundschafter mischen da mit. Peile, Dankeschön auch an dich für die Bits auf jeden Fall. Ja, danke für den ganzen Support hier auch an der Stelle im Chat. Weiß es sehr zu schätzen. Ich habe da nebenbei auf jeden Fall ein Auge drauf. Danke. Ja, Stufe 444 auch besiegt. Okay. Ja, und Stufe 715 erreicht. Wow. Wie schnell, ne? Das ist schon krass, wie schnell das geht. Schon sehr, sehr cool. Ja, ich denke mal, Etage 500 sollten wir eigentlich noch ohne großartige Probleme und ohne Runenwechsel und sowas besiegen können. Ich denke mal schon. Ja, danach müssen wir mal schauen, wie es dann aussieht. Ja. Wir haben auch mit 3K Pilzen wirklich ganz genau angefangen. Also man kann wirklich ganz gut sehen heute, wie viel wir verbraucht haben, was wir an Gold bekommen haben, wie viel Level und so. Ne? Das ist ganz gut. Und wie gesagt, wir schauen erstmal, bevor wir das Gold festskillen, wie viel wir hier bekommen durch den Sandsturm. Und wenn wir nachher nicht mehr weiterkommen, dann festskillen wir auch mal ganz schnell mal nebenbei noch das Gold. Ja, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, was wir jetzt hier so generell bekommen. Okay, der Gegner ist hier jetzt schon ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wenn wir den einmal wegkritten, ja, dann ist das auch, ist hier auch over. Ja, wir müssen halt eben nur das Glück haben und die Leute wegkritten hier. Das ist so das Ding. Ich glaube, die Kundis, die können nachher wirklich auch für Probleme sorgen hier. Aber mal schauen. Umbum ist auch am Start hier. Grüß dich, moin, hallöchen. Wunderschönen guten Abend, ja. Alle am Start hier. Sehr schön, das freut mich. So, wir gehen nochmal weiter rein. Wir entern nochmal ein bisschen härter durch hier. Mittlerweile sind wir bei über 6 Milliarden Gold, was wir jetzt durch den Sandsturm hier erwirtschaftet haben. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Und wir wollen ja hier auch noch ein bisschen zu Potte kommen hier. Deswegen legen wir jetzt mal den Turbo-Modus ein und entern uns mal weiter durch. Wow, aber das ist krass. Also wir brauchen schon verdammt viele Pilze jetzt hier auf der Stufe schon. Es geht irgendwie immer noch weiter voran, aber man merkt, es wird teurer. Es wird auf jeden Fall teurer. Und das ist aber das, was ich eigentlich ganz gut finde. Also nicht, dass es teurer wird so. Der Super-Assassine. Nein, nicht der Super-Assassine. Und er hat Eisschaden, ne? Merkt man auch. Man merkt halt wirklich, wie halt peu à peu das Balancing so geregelt wurde, dass es halt immer wirklich stufenweise immer ein Stückchen schwieriger wird, so, ne? Also das haben die wirklich mal, muss man ehrlicherweise mal den lassen, haben die wirklich ganz gut hingekriegt, dass man das mal wirklich so, ja, ne, wirklich, wie es halt sein sollte, nicht so sprunghaft, dass mal, keine Ahnung, du vor einem Gegner stehst, den du easy wegklatscht und dann der nächste irgendwie für 2 Monate oder so da wieder dran kauern musst. Das ist jetzt wirklich so häppchenweise, ne, was einem so hier präsentiert wird. Ja, und deswegen finde ich das ganz gut. So, wir sind gleich auf Etage 500. Wir haben es gleich geschafft. Ja, wir kommen jetzt nahe unseren Bereich, den ich jetzt persönlich getippt habe. 550. Und das ist der 500. hier. Ja, mal schauen. First try. Geil. 500 Etagen geschafft. Sehr schön. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ja. Hälfte des Sandsturms haben wir jetzt schon mal geklärt. So. Die höchsten der Welt sind momentan ein bisschen über Stufe oder Etage 700. Ich glaube, was war Nachteule? Der höchste momentan 712 oder so, ne? Das sind jetzt momentan die stärksten
717. Okay, 717, danke nochmal an der Stelle. Ist jetzt momentan der weiteste Spieler. Also nur um für euch mal so ein kleines Verhältnis zu setzen so. Und ja, statpunkt-technisch sind wir natürlich lange nicht so weit, wie jetzt zum Beispiel die Nachteule. Deswegen, ja, wenn wir da nur ansatzweise hinkommen, wäre schon cool. Ich bin bei 533. Okay, das sollten wir aber eigentlich noch hinkriegen, den Charlie. Der Charlie war statpunkt-technisch ein bisschen hinter mir. Also eigentlich sollten wir dann, also dann ist eigentlich der Tipp mit 550 gar nicht so verkehrt. Ja. Was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt? Es muss ja jetzt ein Bug gewesen sein hier. Der hat mir unverschämt viele Pilze gekostet, hier muss ich sagen. Okay. Turbo-Modus rein. Und ich glaube, wir verskillen gleich mal unser Gold. Ich glaube, wir sind jetzt hier an der Stelle angekommen, wo wir jetzt das Gold mal ein bisschen wegkloppen hier. Wir verkaufen gleich nochmal und dann verskillen wir das Gold. Ja. Wir sind jetzt auch gleich Stufe 717, das heißt, wir sind gleich in unserer Range, die wir getippt haben, also 717 bis 720 hatte ich so gesagt. 720 ist ein bisschen utopisch, glaube ich, aber so 17, 18, so wenn es gut läuft, können wir noch 718, glaube ich, noch gut werden, auf jeden Fall. Ja. Okay, ich würde sagen, ja, bis wohin gehen wir jetzt noch? Okay, Charlie ist 533, den müssen wir jetzt erstmal noch so einholen. Ja, 533, das ist jetzt die Ebene, wo wir uns jetzt dran aufhalten. Also 533 und dann ist der Charlie nicht mehr weitergekommen. Mal gucken, ob man das merkt. Mal gucken, ob da ein Gegner ist, wo er sich sagt, so okay, 533 bis hierhin und nicht weiter. Ja, das würde mich mal jetzt interessieren. Ob das vielleicht so ein kleiner Blockgegner ist hier. Okay, wir sind auf der 533. Das heißt, ab dem hier ist schwierig für Charlie jetzt. Ja. Man merkt's. Man merkt's, dass er auf jeden Fall schon jetzt ein bisschen schwieriger ist. Also, hier ist für den einen oder anderen Schicht im Schacht. Ja. Ich weiß nicht, wie hoch die Prozentchancen jetzt bei mir sind. Rune wechseln. Brauchen wir noch nicht. Wir haben Eisschaden momentan gerade drauf und wir sind jetzt weiter als Charlie auf jeden Fall. Ja. Es wäre auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob hier ein Pattern zu beobachten ist, was die Runen angeht. Bei den Gegnern haben wir es ja jetzt festgestellt, dass die einen bestimmten Rhythmus verfolgen. Bei den Runen weiß ich es jetzt gar nicht, ob es da auch so ist, ob die sich auch regelmäßig abwechseln oder ob da mehr so Eisschaden drin ist als Feuerschaden oder so. Hauptsache weiter als Charlie. Yes! Ja. Aber ich würde sagen, wir verkaufen jetzt nochmal alles hier. Und dann verskillen wir unser Gold. Dann haben wir jetzt hier bis zu der Etage 7 Milliarden Gold gemacht. Mehr als 7 Milliarden. Das ist krass. Das ist sehr, 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 sehr viel Gold. Und ich freue mich mega, dass wir das jetzt hier so gemacht haben mit dem Hexen-Event. Dass wir da noch ein bisschen drauf gewartet haben. Das ist Progress. Okay, jetzt kommt der angenehme Teil. 7,5 Milliarden Gold. Nochmal rein, alles in Ausdauer. Hier, wie gesagt, gehen wir jetzt ja erstmal auf die 450.000, bevor wir dann weiter auf Intelligenz skillen werden. SF-Tools, schau mal rein. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon reinschauen wollen. Ich glaube, ich schaue da erst rein, wenn es halt wirklich jetzt hart auf hart kommt. Also, wenn auch das Runenwechseln nichts mehr gebracht hat, dann schauen wir rein. Wir werden jetzt ein bisschen Powerpilzen. Ja, das heißt, wir legen jetzt den Turbo-Modus ein. Und dann gucken wir, ob Runenwechsel nötig ist. Und ja, wenn das nichts mehr bringt, dann schauen wir bei SF-Tools rein, was die Prozentchancen sagen momentan gerade. Ja, aber 550 wäre cool, wenn wir das noch irgendwie erreichen. Bisher ging es ja auch noch einigermaßen. Also wir haben zwar hier und da ein paar Pilze gebraucht, aber es ist noch nicht so, dass wir uns jetzt irgendwo die Zähne ausgebissen haben an einem Gegner. Ne? So, Gold ist weg. Mal schauen, auf wie viel springt er. Kurz abwarten.
Okay, Alter, bald 440k, auch sehr gut. Okay, so, und jetzt gehen wir volle Kanüle rein da, ja. Eisschaden und Krieger. Ist es jetzt schon nötig, einen Runenwechsel zu vollziehen? Ja. Okay, Rune muss gewechselt werden. Warte mal, wir tauschen Blitzschaden. So. Das tauschen. So. Ich lasse mal die Waffe gleich im Inventar hier. Denn könnte sein, dass wir das noch öfter machen müssen heute. Und die Begleiter spielen hier ja sowieso nicht mit. Deswegen, ja, alles gut. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder Blitzschaden hier. Das ist jetzt wieder das altbewährte Dilemma. Wenn wir eine Rune tauschen, dass dann danach direkt die Rune kommt, die wir gerade gewechselt haben. Das ist dann, ja, immer ein bisschen unlucky. Gehst du bis 450k Ausdauer, erst bevor wieder Int? Ja, also bis 450k Ausdauer skill ich jetzt. Ist ja jetzt auch nicht mehr viel, ne? Mir fehlt ja nicht mehr viel bis 450k. Und dann gehe ich auf 600k Intelligenz durch dann danach. Das ist jetzt so erstmal der Plan. Okay, Blitzschaden haben wir jetzt hier wieder vor uns. Wieder ein Krieger. Ja, ärgerlich. Da müssen wir gleich wieder tauschen. Ja, das ist jetzt der teure Part hier, auf jeden Fall. Bis hierhin ging es noch. Jetzt wird's bodenlos. Jetzt kommt der spannende Teil. Ja. 10 Etagen noch, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ich denke mal, dass wir alle 3 Gegner wahrscheinlich immer wechseln müssen. Es kommt immer drauf an, wen wir vor uns haben hier. Ob das ein Blocker ist oder nicht. Okay, Feuerschaden, ging klar. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir immer mal so 3 Gegner easy wegkloppen und dann erstmal wieder einen Blocker haben. Ich denke mal, dass das so der Rhythmus sein wird. Ja, weil sich ja die Gegner auch hier immer wieder wiederholen. Kundschafter, kriegen wir den so noch weg oder müssen wir Rune wechseln? Wir haben Eisschaden momentan gerade drauf. Ja. Okay, wir wechseln mal. Das wird, glaube ich, sonst zu teuer. Eisschaden haben wir drauf. Und wechseln, tauschen. Macht das bitte nicht nach. Nochmal ein kleiner Disclaimer hier an der Stelle. Ist absolut nicht worth, sag ich mal, so viele Pilze für die paar Gegner auszugeben. Erfreut euch lieber daran, stetig immer, 717, da haben wir das Ziel auch schon mal erreicht, sehr geil. Erfreut euch lieber daran, immer mal wieder stetig einen Gegner mitzunehmen und immer mal wieder so ein bisschen Progress zu haben, so. Forst das nicht herauf, beschwört das nicht herauf, hier so auf Teufel komm raus, die Gegner hier wegzukloppen, so wie ich das jetzt gerade mache. Wir machen das jetzt hier aus Unterhaltungszwecken, ja, fürs Video. Aber eigentlich sollte man sich an den Gegnern dann immer mal erfreuen, wenn mal wieder einer geht, so, ne? Wir beschwören jetzt wirklich das heraus, jetzt hier ans Maximum zu gehen und hier das Optimale jetzt hier rauszuholen. Und dafür bin ich jetzt auch gewillt, ein paar Pilze in die Hand zu nehmen. Okay, Krieger mit Eisschaden war das, ne? Ja, Eisschaden, gut, wir haben Blitzschaden drauf, das heißt, wir haben hier die Top-Voraussetzungen gerade. Und wir haben 550, ja? Gar nicht aufgefallen gerade jetzt, während ich erzählt habe. 550, unser Zwischenziel, also mein Tipp ist erreicht. Wir haben jetzt mein Tipp sogar jetzt überboten gehabt. Mal gucken, ob Anfang des Videos, wo die Leute ihren Tipp reingeschrieben haben, ob da jemand recht hat nachher. Ja, wie weit wir gekommen sind. Vielleicht hat da im Nachhinein wirklich jemand recht gehabt. Das wäre natürlich lustig. So. 554. Eisschaden. Wir haben immer noch Blitz drauf, ne? Ja, okay. So, deswegen gehen wir noch weiter rein. Und, ja, ich weiß nicht. Wollen wir schon mal so langsam in SF-Tools reingucken? Oder ein paar, also es geht ja immer noch mal so voran, ne? Also bisher sind die Gegner immer noch einigermaßen machbar. Das geht noch so klar. Feuerschaden sollten wir auch wegkriegen hier. Wir haben immer noch Blitz drauf. Jetzt haben wir aber, glaube ich, hier für uns persönlich gerade, ich wollte gerade sagen, einen guten Blockgegner erreicht. Es ist immer das Gleiche, ne?
Also, ich glaube, es ist wirklich so gebalanced, ne? Wenn du einen Gegner, ja, Schwierigkeiten da hast und den irgendwann besiegst, dann besiegst du gleich 2, 3 Etagen danach immer nochmal weiter. Okay, Blitzschaden. Wir wechseln nochmal die Rune. Zack, tauschen. So, Eisschaden haben wir jetzt wieder. Merken wir uns. Den Arsch mit Ohren. Der muss hier aber wegeliminiert werden, ja? Das kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt hier am Arsch mit Ohren hängen hier. Nochmal aufladen? Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das wird schon. Das wird schon. Weiter pushen. Okay. Wir sind jetzt gleich bei 560. Das ist schon okay. Ich hätte gedacht, so still und heimlich, dass ich vielleicht noch ein bisschen weiterkomme. Aber, ja. Das ist echt krass. Also, wird schon schwierig. Wird schon jetzt langsam echt schwierig. Ja. Es ist wieder ein Krieger, der uns hier blockt. So, 560, Eisschaden, Kundschafter. Wir wechseln gleich. Das machen wir nicht lange mit hier. So, zack. Blitz drauf. Merken wir uns. Ja, es wird langsam jetzt zäh. Es wird langsam jetzt echt zäh. Ich bin gespannt, wie die Prozentchancen sind, ne? Also, da bin ich ja echt mal jetzt interessiert, da jetzt mal gleich reinzuschauen. Ich glaube, die sind so jetzt bei 0,5 oder so. 0,4 bei manchen, also bei den Blockgegnern vielleicht 0,3. Schwierig zu sagen. Ganz schwierig zu sagen. Aber wir haben unser Ziel erreicht erstmal. Wir sind Stufe 717. Das haben wir geschafft. Wir sind weitergekommen, als wir getippt haben. 550. Und es geht ja immer noch mal ein Stück weiter hier auf jeden Fall. Ja. Feuerschaden. Okay. Wir haben Blitz. Ja, gut. Dann müssen wir hoffen. Und es sind wieder die Krieger, ne? Lol. Aber es geht dann doch immer noch mal, ne? Es geht dann doch immer noch mal. 10 Level an einem Tag ist crazy, auf jeden Fall. Also wir mit 707 gestartet und jetzt 717. Vor allen Dingen auf dem Niveau, ne, ist das halt krass. Okay, Blitzschaden. Dann nochmal tauschen. Gegen Eis. Boom. So, Sandsturm, rein geht's. Ja, wir machen immer noch mal weiter. Ich glaube, bei der 570 gucken wir mal in SF-Tools rein, ja, was die Chancen so sagen. Ich denke mal, das können wir machen, ja. Es geht immer noch mal so einer, ne, aber das ist jetzt halt wirklich schon langsam echt schwierig, ja. Es liegt natürlich auch an unserer großartigen Spanne, die wir auf der Waffe haben, dass wir hier gut in den Dungeons mal gut performen und mal nicht so gut, ja. Ich will bloß nicht die Waffe verkaufen, ja, das wäre, oh mein Gott, Alter, das wäre richtig... Also das wäre richtig Absturz. Okay, Kundschafter. Räumen wir den nochmal aus dem Weg. Jetzt ist langsam jeder Gegner schwer hier, ne? Wir gucken uns nochmal so ein Try an. Jetzt erinnern die mich auch an die Endgegner von dem, vom Elevator so langsam hier. Ja, guckt euch mal die Stat-Punkte an mittlerweile. 730.000 Geschick, fast 1,3 Millionen Leben. Heftig. Ganz heftig. Okay. Jetzt wird's langsam schwierig. 570 würde ich gerne noch erreichen, so, ne? 570 wäre schon cool. Aber wenn es nicht weitergeht, dann soll es erstmal so sein, ja? Dann ist jetzt der After Darkor unser Enemy hier. Unser Nemesis. Lol. Sehr schön. Geil. Noch geschafft. Eisschaden, Magier sollten wir hinkriegen. Ja. Okay, nice. Wir sind vom 570. Ja. Jetzt sind wir Krieger, Blitzschaden. Okay, wir haben Eisschaden, Krieger. Boah, geil. Auch noch mal geschafft. Ja, sehr schön. 570. Es ist wie so eine Sucht jetzt, ne? Oh, wenn jetzt der liegt, dann schaffen wir nochmal 2, 3 Etagen. Aber ist natürlich, ne, das, ja. Okay, nice. Da ist wieder einer. Und nochmal einer direkt hinterher. Kundschafter, Eisschaden. Okay. Ja, bevor wir den machen, gucken wir jetzt mal in SF-Tools rein. Weil bei dem letzten haben wir ja schon ordentlich gestruggelt, beim letzten Kundi. Bevor wir da jetzt nochmal die Rune wechseln. So, wir sind bei 572. So, das ist SF-Tools. Das sind die Prozentchancen, die wir haben. Und wir scrollen jetzt mal runter auf 572. Ja, mal gucken, wie viel der hat. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ja,
wie viel der jetzt hier hat. 572. Boah. Ja, hier sind die Prozentchancen noch gut. Aber wenn ihr euch das mal anschaut hier, ne? Zwischendurch immer mal die Gegner sehr gut, sehr easy und dann wieder komplett fast nicht machbar. 572. Okay, der Gegner hat jetzt eine 0,29%ige Chance. Ja, 0,25%. Danach funktionieren wieder zwei und dann ist Schicht im Schacht. Nicht enttäuscht sein, aber 600 ist zu hart. 600 kriegen wir nicht hin. Hier ist Schicht im Schacht. Killerplauze, vielen lieben Dank nochmal für die 100 Bits. Ja, danke, danke, danke. Hier ist Schicht im Schacht. Die könnten wir noch legen. Ja, aber hier ist vorbei. Autorune können wir auch machen. Ja, stimmt. Wo stelle ich das nochmal ein mit der Autorune? Auto. Okay, verbleibende. Nochmal simulieren. Dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, mal gucken, was der jetzt nochmal sagt. Nee, ich lese jetzt nicht nochmal ein. Für die paar Stat-Punkte lohnt sich das jetzt nicht. Wir haben jetzt zwar 7 Milliarden Gold verskillt, aber ist jetzt nicht so wild. Autorune, guter Call. 572. Okay. Ja, das sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Dann ist hier aber trotzdem bei dem ist trotzdem. 575 ist Schicht im Schacht. Das heißt, wir machen bis 75, wechseln wir nochmal Rune. Und dann ist vorbei. Dann, also da ist dann für mich finito. Das ist dann für mich persönlich nicht mehr worth, muss ich sagen. Ja, war schon vorher jetzt nicht, aber den Spaß mache ich mir halt jetzt nochmal so mit, ne? Okay, wir haben Eis, Blitz ist drauf. So, das sind jetzt nochmal die letzten Gegner, die wir schlagen. Danach ist für mich vorbei. Ja, also dann ist es Schluss hier. So eine Gegner mit 0,1% muss ich mir jetzt nicht antun hier. Das ist dann nicht wirklich mehr tauglich. Okay, Blitzschaden müssen wir tatsächlich nochmal Rune wechseln hier. Auf den letzten Metern nochmal. Hauen wir nochmal Eis rauf. Ja. Hauen hier nochmal den Drogo weg. Und hier ist vorbei. Hier ist jetzt finito. Ja. Den machen wir jetzt nicht mehr, der ist zu schwierig. 575 ist für mich der Endspurt, sag ich mal, ist für mich das, wo ich so sage, okay, das ist, ist ganz nett, aber 0,1 Gegner oder so muss ich hier jetzt nicht machen. Ja, da ist dann für mich dann auch mein Limit erreicht, ja. Und nicht mehr weiter jetzt hier noch mehr Pilze verbraten. Also das ist so mein Zwischenstand. Macht keinen Sinn. Ich denke mal, das kann man nachvollziehen, oder? Matze hat mir noch einen Screenshot geschickt. Ah, okay, das ist momentan der Gegner, an dem du gerade hängst, oder was? Also der hier? Da hängst du gerade dran? Oder ist das der, wo... also so sieht es dann bei Matze gerade aus. Du warst nochmal auf Etage 600, irgendwas in den 90er, ne? Also, ja, da habt ihr auch nochmal kurz einen kleinen Screenshot. 694, so sieht es da aus, ja. Wir sind bis Etage 575 gekommen. Ich bin zufrieden. Wir haben 10 Level gemacht, ja. Und jetzt ist erstmal so für mich dann vorbei. Wir haben gesehen in SF-Tools, die sind noch machbar danach, aber mit sehr viel Pilzen verbunden. Und für heute soll es das aber erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die lange Folge gefallen, die Special-Episode hier im Sandsturm. Wir haben versucht, so weit zu kommen, wie es geht. Alles andere ist Quatsch, jetzt weiterzumachen an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein, auch an den Twitch-Chat hier. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.